los geht's mit unserer Probefahrt. Wir haben hier heute ein Wetter, das ist wirklich fantastisch. Wir haben Anfang Februar und so ein Wetter. Es soll heute noch 15 Grad geben. Das ist völlig ungewöhnlich. Wir haben eigentlich Winter. Deswegen können wir auch dieses tolle Mercedes Cabriolet offen fahren. So, wir fahren jetzt bei allerschönstem Wetter bei uns Richtung Berge. Es ist total trocken, es hat die letzten Tage geregnet, Salz ist komplett weg. Und wir haben hier eine 220 SE Maschine mit 120 PS, die uns vorantreibt. Der Wagen soll in der Spitze 170 Stundenkilometer fahren, hat einen 6-Zylinder-Motor mit 120 PS. Also das ist einer der ersten Fahrzeuge einer ganz modernen Serie, die es ja ab 1961 gegeben hat. Das war nicht mehr der Ponton, sondern das war das Auto mit den Flossen praktisch. Das war ein 220 SE. Es gab ja damals die Flossen noch als Limousinen, als S-Klasse-Limousinen. Das ist praktisch das entsprechende Cabriolet dazu. Und man sitzt hier wirklich hochherrschaftlich in diesem Wagen. Es ist ein großes Cabriolet, wo 4 Personen Platz haben, wo ihr einen riesigen Platz hinten habt beim Mitfahren. Das ist ein vollwertiges Cabrio, nicht wie heute, wo man sich hinten reinkauern muss. Hier ist richtig Platz in dem Wagen. Und es ist halt eine Baureihe, die ist später, hieß es dann 250 SE Cabrio, danach kam der 280er mit 160 PS und als letztes dann praktisch der 3,5 Liter, der Flachkühler, das haben wir euch ja schon mal gezeigt, der hatte dann 200 PS. Also das ist hier ein 220er und die Maschine ist wirklich berühmt dafür, dass sie unheimlich gut war, dass sie sehr, sehr gut gebaut war, dass sie ganz leise gelaufen ist, hatte überhaupt keine Vibration, hatte Laufleistungen von bis zu 400.000 Kilometern. Es war ein extrem guter Motor, der über 10 Jahre lang gebaut wurde. Ja, hier vorne kurz mal zum Tachometer. Das ist die wunderschöne originale Holzbrille an dem Auto, wo die Armaturen drin sind. Da haben wir hier einmal den Drehzahlmesser. Da ist hier vorne der Tachometer. Ist ganz interessant übrigens, dieses Auto hat 109.000 Kilometer gelaufen. Als das Auto dann aus den USA wieder zurückkam, ich erzähle euch nachher mal die ganze Geschichte, hat man einen Kilometer-Tacho eingebaut und hat den praktisch auf 0 gestellt. So, und daher wissen wir die Laufleistung hier ganz genau. Übrigens interessant, das ist ein Automatikfahrzeug, der hat hier eine Lenkradschaltung. Hat es dann später nicht mehr gegeben, da gab es nur noch die Mittelautomatik, aber hier, das ist ganz einfach, mit 4-3-2 kann man runterschalten. Was ich so schön finde bei dem Auto, das ist dieser hohe Kühler mit dem großen Stern vorne. Beim Flachkühler hatte man das dann nachher geändert ab 1969, aber wir haben hier diesen tollen Hochkühler. Und das Schöne an dem Wagen, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, der ist weitgehend original. Das ist sehr, sehr selten, weil wenn die nämlich in Europa gelaufen sind sie alle durchgerostet und wenn dann die hinteren Kotflügel angegammelt waren, dann musste man die auswechseln und das haben die Leute kaum noch hinbekommen. Dann passte das Spaltmaß nicht mehr, die Türen saßen nicht mehr richtig. Das ist ein völlig originaler Wagen. So, also auf jeden Fall hat er eine Servolenkung, er fährt sich wirklich traumhaft schön, also er ist auch sehr verwindungssteif. Das Auto hat ja am Ende relativ wenig gelaufen und ist immer nur in San Francisco gelaufen. Das Tolle an dem Wagen, wir haben ein komplettes Checkheft. Man kann also belegen seit 1963, was mit dem Auto alles gemacht wurde. Ich zeige euch nachher mal die ganze Akte, wo all das beschrieben steht, dass dieser Wagen wirklich sein gesamtes Leben, also jetzt bald 60 Jahre lang, immer in bester Wartung war und immer nur von 2 Personen bewegt wurde. Einmal von der Tante des heutigen Besitzers, die das Auto seinerzeit neu gekauft hat und dann halt eben, ach hier, guck mal, ist unser Heizungbauer, der macht gerade Mittag hier. Ja, wunderbar. Wunderbar, man kennt sich halt hier auf dem Land, nicht jeder kennt jeden. Aber heute den Wagen zu fahren, das ist ein absoluter Genuss. Also das ist ein solcher Genuss, in einem so großen, fast 5 Meter langen Cabriolet zu sitzen. Der Wagen ist ja fast 5 Meter lang, aber er fährt sich ganz, ganz leicht. Und dadurch, dass ich ja so sagen kann, wir sind ja hier so ein bisschen gebirgig, es geht hier ein bisschen hoch und runter. Er zieht schön die Berge hoch, der 6-Zylinder macht das gut und das ist ein Motor, mit dem man herrlich fahren kann. Also wenn ich so ein Auto besitze und mache damit lange schöne Reisen, weil dafür hat man den Wagen, er hat ja auch einen riesigen Kofferraum übrigens hinten, dann reicht es ja, wenn man 120, 130 fährt und das schafft so ein 220er. Mit dem könnt ihr herrlich fahren, es muss kein 3,5 Liter sein für sehr, sehr viel Geld.
Es reicht auch wirklich ein Auto, was deutlich günstiger ist wie dieser hier, der liegt bei ca. 120.000 Euro. Das ist eigentlich für so viel Auto in einer so guten Qualität ein sehr, sehr interessanter Preis. Das Interessante bei unserem Auto ist, dass er die ganze Zeit in Pflege und in Wartung war. Der ist dann, nachdem die Dame verstorben ist, zu Mercedes gekommen nach San Francisco, ist dort komplett revidiert worden. Da ist auch der Motor gemacht worden. Man merkt das auch. Also technisch ist er in einem ganz tollen Zustand. Und dann hat, als das Auto 2014 nach Deutschland geholt wurde, da hat der jetzige Besitzer das Auto nochmal revidieren lassen, sind viele Rechnungen dabei. Also an dem Wagen ist unglaublich viel gemacht und man spürt das. Der Wagen ist fast 60 Jahre alt und der fährt sich wirklich ganz, ganz toll. Der ist in einem wunderschönen Zustand. Also ich bin einfach begeistert, wenn man sich überlegt, wie wenig dieses Auto am Ende kostet. Das ist nämlich alles original. Ihr müsst euch das mal ansehen. Hier vorne das Armaturenbrett. Das ist noch das erste Leder. Die gesamten Türverkleidungen sind original. Das war seinerzeit zweifarbig rot, hellrot und oben Weinrot. Auch alles in einem tollen Originalzustand, wie auch das gesamte Holz hier am Armaturenbrett. Das ist alles original, der ganze Chrom, das originale Radio, da haben wir noch die Betriebsanleitung, haben sämtliche Dokumente. Alles original bei diesem Auto. So, jetzt habe ich geschaltet, ich war gerade im 3. Gang, deswegen drehte der hoch. Aber schaut mal, wie schön dieses Auto läuft, wie gut er auch gerade ausfährt. Man merkt, dass da technisch ein großer Sprung war zum Ponton. Der läuft ja wirklich toll. Und er hat auch genügend Kraft. So, der zieht richtig ab, guck mal hier. Oh, der rauscht ganz schön los. So, hast du das gemerkt? Hätte ich nicht gedacht. Maschine ist in einem super Zustand. Er hat richtig schön Kraft. Und man merkt halt, es zieht jetzt ein bisschen. Man merkt, dass es halt doch nur 10 Grad hat. Aber fahren, also fahrtechnisch ist das Auto, du, der ist ja wirklich toll, was? Der läuft ja klasse. Er braucht ja überhaupt gar keinen 280 SE. Der reicht ja vollkommen hier. Der reicht ja vollkommen hier. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen Drehbar Cargold. Heute in Solhuben, etwas oberhalb von unserem Wohnsitz. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Stopp, Ende. So. Und das ist ein wunderschönes Mercedes 220 SEB Cabriolet. Man kann sagen, weitgehend im Originalzustand. Der Wagen ist völlig ungeschweißt. Er hat weitgehend originales Leder, er hat eine komplette Historie seit 1963 und man kann sagen, er ist eigentlich mehr oder weniger aus erster Hand. Er hat die ganze Zeit in einer Familie verbracht. Es ist alles dokumentiert, es sind alle Rechnungen dabei, alle Belege. Und so einen originalen 220er, der wieder zurückgekommen ist aus den USA, bekommt man am Markt überhaupt nicht. Also der hat eine Qualität hier zum Spaltmaß, das ist genauso, wie es ausgeliefert wurde bei Daimler-Benz. Wenn ihr mal hier genau guckt, die Türen, das ist absolut scharfkantig. So gehört so ein Wagen, nicht anders. Der Chrom sitzt hier auf einen Millimeter angepasst. Da ist überhaupt keine Luft, gar nichts. So gehört das. Auch diese dicke Leiste, Chromleiste sitzt perfekt an der ganzen Karosserie. So sind die Autos ausgeliefert worden. Und die meisten heute, wenn sie restauriert sind, haben alle nicht mehr diesen tollen Karosseriezustand. Und das ist eigentlich der Witz an dem Wagen, dass der so erstklassig gearbeitet ist. Und dieser hier ist völlig original. Das ist ein wunderschönes weißes Cabrio. Wir haben die Datenkarte, ich zeige euch das gleich alles mal. So gehört der Wagen, so ist er original gebaut worden, nicht anders. Also das, was ich bisher hier von unserer Probefahrt mitgenommen hat, ist vor allen Dingen, dass die 220 SE-Maschine leistungsstärker ist, als ich geglaubt habe. Ich habe immer gedacht, man muss mindestens 250 SE Cabrio haben mit 150 PS, aber das ist mitnichten so. Der fährt wunderbar, dieser Sechszylinder. Und um dieses Cabrio-Gefühl in so einem tollen Auto wirklich zu genießen, reicht dieser Motor mit der 2,2 Liter Maschine. Er hat auch nicht so einen hohen Verbrauch, wenn man den nicht so schnell fährt, kann man ihn mit 10, 11 Liter fahren. Das ist also wirklich immer noch zeitangemessen. Und das Auto hat ja wirklich, also ich bin überrascht, was der einen guten Durchzug hat. Auch am Berg geht er gut los. Es gab ja damals schon schön Kickdown. Ist ja einer der ersten vernünftigen Automatikgetriebe gewesen, die in diesem Auto verbaut wurden. Motor klingt auch schön kernig. Und mehr braucht es nicht. Also wenn man so ein Cabrio schön genießen will wie diesen hier, ist der wirklich ausreichend motorisiert.
Und das Interessante ist, der Motor ist ja gemacht worden in den 10er Jahren. Wie gesagt, nachdem die Dame verstorben ist, die das Auto ihr Leben lang benutzt und gefahren hat und gehegt und gepflegt hat, das kann man nicht anders sagen, ist dann nochmal alles rundherum gemacht worden. Und dann hat bei einer Familienfeier der heutige Besitzer das Auto entdeckt vor ungefähr 7 Jahren, hat ihn nach Deutschland geholt, hat technisch nochmal alles machen lassen und ist dann mit dem Wagen ungefähr 5000 Kilometer gefahren, hat den Wagen gut bewegt. Und wir haben großes Glück, dass wir an so ein tolles, originales Auto kommen. Ihr wisst ja, dass ich total auf Originalität stehe. Und das ist ein super originaler Mercedes, wie man ihn ganz, ganz selten findet. Weil restaurieren kann man alles, aber dieser schöne dieser originale Charme, den es da gibt, der ist verloren, den hat man nicht mehr. Und das hat dieser tolle Wagen. Also er fährt wunderschön. Da klappert nichts, da trappelt nichts, da rampelt nichts. Man merkt, dass der technisch gemacht ist. Das ist dieses erste Lenkrad, was ab 1961 so gebaut wurde. Das ist das erste noch. Es hat ganz feine kleine Risse, aber befindet sich in einem wunderschönen Originalzustand. Man muss das so lassen. Das ist der originale Automatikschalthebel mit der Lenkradautomatik. Hier oben dieser ganz massive, verchromte Fensterrahmen. Toll gemacht, in einem wunderschönen Zustand, da ist nichts kaputt, es ist alles das erste Leder. Hier vorne habt ihr das erste Holz, das ist ja komplett eingefasst in Holz. Dann gibt es hier oben die Sonnenblenden, die im originalen Leder sich befinden, nicht kaputt sind. Hier der schöne, massive, dicke Kronspiegel. Hier die gesamte Fensterumrandung, alles aus Chrom, nichts kaputt. Also an diesem Auto, der ist noch nicht auseinander gewesen. Es ist alles noch so, wie er in Sindelfingen das Werk damals verlassen hat. Und das ist das Schöne, was den Charme dieses 220ers ausmacht. Er ist völlig original und ich glaube, ihr müsst Jahre suchen und Jahre gucken, bis ihr so einen originalen, so gut erhaltenen Wagen noch findet. Ich meine, dass das eine Rarität ist. Wirklich ein schönes Auto. Dann dieser tolle Stern. Also ich persönlich finde ja die Hochkühler schöner als die Flachkühler. Und Flachkühler sind ja dann für den amerikanischen Markt gebaut worden. Da sahen die Autos auch ein bisschen amerikanischer aus. Also die schöneren Details im Chrom, mit dem hohen Kühler, mit dem großen Stern, hat eigentlich ein Hochkühler ab Baujahr 61 bis 1969, finde ich optisch und vom Design schöner. Gefällt mir besser. Aber das ist Geschmackssache. Ein 3.5er ist genauso toll oder ein 280 SE Flachkühler. Also der Wagen ist wirklich toll original. Man fühlt das beim Fahren. Das ist kein verbastelter Wagen. Hier hat ja immer Mercedes dran gearbeitet. Es lässt sich alles dokumentiert belegen durch die ganzen Unterlagen, die ich habe. Checkheft, Wartungsheft, alle möglichen Rechnungen über Jahrzehnte. All das ist vorhanden. Ah, wer war das denn eben? Hat uns wieder jemand gegrüßt, kenne ich zwar nicht, aber ja, so ein Auto bereitet bei anderen Freude. Was ich wichtig finde, der Wagen ist nicht protzig. Das ist kein Protzauto, sondern der Wagen ist einfach nur wunderschön. Wirklich ein tolles Auto. Der hatte ja damals noch keinen Wurzelholz, obwohl der stimmt gar nicht, ist Schnitt. Die gab es doch mit Wurzelholz, hat dieser aber nicht hier. So ist es richtig. Aber das Holz ist das Originale. Man kann das auch sehen, wenn man hier vorne aufmacht. Da ist er natürlich ein bisschen dunkler, da ist er von der Sonne nicht ausgeblichen. Das ist leicht angeblichen, das Holz, aber nirgends gerissen oder kaputt. Befindet sich alles in einem guten Zustand. Hier die alte originale VDO-Uhr, ganz im Styling der 60er Jahre. Kann man erkennen, wie diese Uhr aussieht. Alles noch da, dieses schöne alte Bäcker Europa. Da haben wir alle Bedienelemente dazu. Der hat meistens amerikanischen Rundfunk gespielt. Jetzt sind wir ja in Deutschland seit 6 Jahren, jetzt kann er auch einen deutschen Sender empfangen. Ja, wenn wir jetzt gerade ausgucken, vor uns ist der Simsee. Wir haben eine wunderschöne Probefahrt jetzt von fast 10 Kilometern beendet. Also ich kann nur sagen, das Auto läuft wunderschön ruhig, der ist astrein in Ordnung. Da kann man sich reinsetzen, den bei uns auf Achse abholen, wenn man ihn kauft. Man hat einen sehr, sehr guten Kauf gemacht. Es ist ein wunderschöner Wagen mit einer kompletten Historie. Es dokumentiert, was technisch alles gemacht wurde an dem Auto. Die Bremsen funktionieren gut, er schaltet gut. Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt noch sagen sollte zu dem Auto. Da ist noch Eis vorne auf dem Simsee, kann man noch sehen, da war ja zugefroren, weil wir ja teilweise bis zu minus 20 Grad hatten. Ja, und ihr spürt, wie schön man mit diesem Auto jetzt hinuntergleitet Richtung See. Also es macht wirklich eine Freude, diesen Wagen zu fahren. Man kann sich
Es entschleunigt einen total. Das ist nicht so ein Auto, wo man ständig Stress hat und Gas geben muss und in diesem ganzen Stress des normalen Verkehrs hineingezogen wird. Das hat er nicht, der Wagen. Er fährt total gemütlich und wenn man möchte, kann man auch 160 fahren. Hoppla, dann kann man auch 160 fahren, aber es tut ja gar nicht nötig. So einen Wagen genießt man ja. Und das kann man mit dem Auto wirklich. Also das Auto kann man echt genießen. Ja, das kann ich euch nur zu diesem schönen Auto sagen. Ich zeige euch, wenn wir angehalten haben, gleich mal ein paar Details noch an dem Auto, wo ihr wirklich erkennen könnt, dass er einen super schönen Zustand hat. Wie schön er sich bewegt, das könnt, jetzt schon, wie kernig er auch loszieht, die 2.2 Maschine. Guck mal, die hat richtig Kraft. Der zieht richtig ab, du. Der zieht richtig ab. Bin ich überrascht, habe ich gar nicht gedacht. Auto hat schön Power, vollkommen ausreichend. So große Cabrios baut Mercedes heute gar nicht mehr. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum nicht, aber passiert nicht mehr. Wenn ich mich heute in 500er Mercedes Cabrio setze, dann komme ich nicht mehr auf die Rückbank und ich kann hinten eine Hutschachtel bringe ich in den Kofferraum, mehr nicht. Also manchmal wundert mich das ein bisschen. Sowas sollte man wieder bauen. Da hätte man richtig tollen Nutzen, man könnte es auch genießen, man hätte halt Platz und man hätte dieses wunderschöne, stolze Gefühl, so einen richtig tollen Mercedes zu fahren, mit diesem großen Stern vorne auf dem Kühler. Was ich persönlich immer sehr, sehr schön gefunden habe. Also das hat was Edles, hat was Besonderes und das hat dieses Auto hier auf jeden Fall. Ja, jetzt wollen wir mal aussteigen. Jetzt zeige ich euch mal noch so ein paar Details zu dem Auto hier, die wirklich erwähnenswert sind. So, hinter diesem schönen, verchromten, originalen Kühler öffne ich euch jetzt mal den Motorraum und ihr könnt hier sehen, diese schöne 2,2 Liter Originalmaschine. Das Auto ist Matching Numbers, der Wagen. Die Maschine ist mal überholt worden in Amerika, aber ich kann euch nur sagen, laufen tut er wirklich toll. Es sind überall kleine Details erneuert worden, die halt eben nötig waren, sonst ist der Motor 60 Jahre alt fast. Das ist alles noch original, was ihr hier vorne sehen könnt. Er hat von der Trockenheit leichte Risse, aber es ist überall das Originalmaterial. Und ich sage mal, eine Motorwäsche, gut, das kann man mal machen, man kann ihn auch ein bisschen aufpolieren, aber der Zustand und wie der läuft, der ist wirklich hervorragend bei dem Wagen. Ich habe euch ja eben gerade schon berichtet, dass das hier ein ganz tolles, originales Fahrzeug ist, ein totaler originaler 220er, der wirklich ganz toll dokumentiert ist und das zeige ich euch jetzt mal hier. Das haben wir kurz mal auf der Motorhaube ausgebreitet. Das ist einmal das Kundendienstheft, das Originale. Das ist wirklich vom ersten Tag an gestempelt und zwar durchweg. Könnt ihr sehen, ein Stempel nach dem anderen, Mercedes San Francisco. Das Auto ist also wirklich sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr akribisch auch gepflegt worden. Das ist alles da. Dann haben wir hier die Original-Mercedes-Datenkarte, sehr, sehr edel. Hier Signature Mercedes-Benz Service aus Amerika. Hier ist die Original-Mercedes-Datenkarte zu unserem Fahrzeug, was belegt, dass der Wagen Matching Numbers, Matching Colors hat. Alles stimmt, alles ist, wie es sich gehört. Übrigens ganz interessant, kleines Detail, dieses kleine Zettelchen gab es damals von Mercedes. Sowas machen die heute nicht mehr. Schutzmaßnahmen für Chromteile, Daimler-Benz Aktiengesellschaft. Und hier ist genau erklärt, was man mit diesem tollen Chrom an diesem Auto, hat ja überall ganz tollen Chrom, damit er so erhalten bleibt über Jahrzehnte, was man da machen muss, gab es damals so original mit dazu. Dann ist hier das gesamte Kundendienstheft, hier ist alles drin, da ist die Betriebsanleitung für den 220 SE. Dann haben wir hier, ich habe euch ja gerade gesagt, es ist ein Bäckerradio, hier Bäckerservice, Adresse, Liste, Garantieunterlagen, Bäcker Europa. Also es ist wirklich alles dabei, was zu so einem tollen Auto gehört und ist immer gut gewartet worden. Auch als er hier nach Deutschland gekommen ist auch nochmal alles revidiert worden, nochmal alles nachgeschaut worden. Und das haben wir eben gemerkt bei der Probefahrt. Die war wirklich erstklassig. Also das ist ein Auto, ihr könnt euch reinsetzen, Schlüssel rumdrehen, losfahren, ihr kommt garantiert an. Das ist ein ganz, ganz toller Wagen. Bitte sehr. Und ich finde ihn auch wunderschön. Also gerade Weißlederrot, dann hat er diesen dezenten Weißwandreifen noch, hat man auch dazu genommen. Gab es ja damals, war ja damals sehr modern in dieser Zeit. Es ist wirklich ein wunderschönes Auto. So muss ein Mercedes sein, wenn er original ist. Und das ist ein Mercedes nach meinem Geschmack. Später ist es dann ja Usus gewesen, dass man die Bezeichnung des Fahrzeuges weggelassen hat, aus Diskretionsgründen. Damals, dieser hat noch 220 SE, ganz stolz auf der Heckklappe. Hier passen 2 ganz große oder 3 ganz große Koffer rein. Das ist ein sehr, sehr großer Kofferraum. Hier sind die angedeuteten Flossen von dem Auto. Zu der Zeit war ja eine S-Klasse, ein 300 SE, war das Beste, was man sich kaufen konnte mit dieser spitz zulaufenden Flosse. Hier auch nochmal so ein kleiner Hinweis auf den Chrom. Der ist immer noch neuwertig. Auch die Lichter, die sind überhaupt nicht kaputt. Auch diese
diese dicken Chromstoßstangen, die sind in einem exzellenten Zustand. Woran man so ein bisschen sieht, Amerikaner, das ist hier die amerikanische Nummernschildbeleuchtung, die ist drauf, aber die kann man sich, wenn man möchte, abschrauben. Das ist ja damals, als der Wagen rübergebracht wurde in die USA, musste das ja alles verändert werden. Übrigens gleich nochmal ein kleiner Hinweis auch auf die Lampen, die zeige ich euch nochmal kurz vorne. Das sind hier die US-Lampen bei dem Auto, die sehen dann eben so aus. Die hat es beim 6,3 Liter Mercedes ja eigentlich nur noch gegeben. Das kennt ihr sicherlich, die Leute mochten die auch lieber. Auch hier der Chrom in einem super Zustand, das gleiche gilt für die Stoßstangen oder hier für der Kühler, für den Originalkühler ist ja wirklich neuwertig. Jetzt gerade schön warm hier, Originalplakette von Mercedes, nicht irgendwie so aus dem Ersatzteilhandel, das ist die echte alte. Und wie gesagt, das ist alles in einem wirklich vollzüglichen Zustand. Also ich wüsste gar nicht, was ich da ersetzen soll. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, den Motorraum müsste man mal ein bisschen optisch aufarbeiten, dass er ein bisschen mehr glänzt. Das kann man aber machen. Da meine ich jetzt nicht mit verchromen, sondern einfach mal sauber machen, ein bisschen dran arbeiten. Das sage ich unseren Jungs, dass sie das auch mal machen. Aber sonst der gesamte Zustand, die ganze Karosserie, der ist auch übrigens mal lackiert worden, der Wagen. Der hat einmal Lack bekommen, aber ich denke, Spachtel ist da nirgends drauf. Man sieht, wie das alles sitzt und passt. Das ist nie auseinandergebaut worden. Das ist alles noch, das sind die ersten Kotflügel, das sind die ersten Türen. Also wenn man sich das hier mal anguckt, das ist ja der originale Chrom, der sehr, sehr oft Pickel hat und so. Hat er nicht. Der hat überhaupt keine Pickel hier. Das ist das erste Leder, auch hier Chrom, alles tipptopp in Schuss, wenn man sich das anguckt. Das einzige Leder ist neu, okay, das wird irgendwann vor 20 Jahren erneuert worden sein, weil das alte kaputt war, wahrscheinlich gerissen war. Aber sonst schaut euch mal dieses Spaltmaß an. Da sind die meisten Autos vom 111er nicht mehr richtig in Ordnung. Das sitzt wie am ersten Tag. Also das ist wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Denn dieser Kotflügel, wenn der kaputt ist und durchgerostet ist und ersetzt werden muss, ist das eine ganz, ganz schwere handwerkliche Arbeit. Und die meisten Leute können das nicht. Und da gibt es dann eben die Probleme, dann sitzt so ein Auto nicht mehr richtig. Der ist noch völlig original beieinander. Das sind übrigens die Nackenrollen zu dem Fahrzeug, haben wir im Kofferraum liegen, die gehören mit dazu, die gehören eigentlich original hinten dran. Die waren jetzt abgebaut, wir haben sie noch nicht befestigt, die gehören damit dazu, ist aus Sicherheitsgründen wichtig. Übrigens hat das Auto auch Gurte. Die hat es 1963 nicht gegeben. Dieses Auto hat welche, sind nachgerüstet worden und ich denke, aus Sicherheitsgründen ist das gut so. Ja, liebe Freunde, hat euch wieder, nein, stopp nochmal. Ja, liebe Freunde, hat mir wieder viel Spaß mit euch gemacht. Eine tolle Probefahrt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zu meinem nächsten Film. Wir werden morgen schon drehen. Das Wetter soll eine Woche so bleiben. Wir haben viele tolle Preziosen noch da. Aber wenn ihr was Besonderes für uns habt, ganz besondere Rarität, ruft mich bitte an. Da habe ich immer großes Interesse dran. Und da gibt es einen nächsten schönen guten Film damit. Also alles Gute, euer Stefan Luftschitz. Ciao.